Jo Leute, was geht? Ich bin's, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und ihr wisst nicht, was Seltsames passiert ist. Bei mir ist einfach mal ein mysteriöses Paket vor der Tür aufgetaucht. Also ich kam nach Hause und sah da plötzlich so ein riesen XXL-Paket, das liegt hier jetzt gerade. Und ich weiß nicht, von wem es ist. Da steht nichts drauf, das sieht irgendwie merkwürdig aus. Es ist extrem zugeklebt, es ist riesengroß, aber gar nicht so schwer, als ich das jetzt hier reingeschleppt habe. Aber was könnte da drin sein, Leute? Und ich habe nichts bestellt. Ich erwarte nichts. Und es ist jetzt auch kein besonderer Anlass oder so, dass irgendjemand mir was schenkt. Also, von wem ist das? Von wem ist das? Das ist einfach extremst zugeklebt. Moment, ich zeige euch das mal eben. Das sieht nicht normal aus. Also, ich habe noch nie ein Paket bekommen, was so fest zugeklebt wurde, glaube ich. Und es ist so groß, ich weiß nicht, ob das gut in der Kamera rüberkommt, aber es ist echt riesig. Aber ja, von wem ist das? Da steht nichts dran. Ich weiß noch nicht mal, ob es für mich eigentlich ist. Weil da steht auch nicht mein Name dran. Gar nichts. Also es könnte auch sein, dass jemand sich versehen hat, aber es lag direkt vor meiner Tür. Also wirklich so rangelehnt an die Tür. Also ich denke mal schon, dass es für mich ist, aber ich erwarte gar nichts. Ich erwarte gar nichts. Das muss aber ja auch jemand vor meine Tür gelegt haben, also eine Person, statt irgendwie die Post oder so, weil sonst wäre doch irgendwie eine Briefmarke da dran oder sowas. Von wem ist das also? Ich habe irgendwie Angst, Leute. Aber ja, wir schauen einfach mal zusammen rein, weil alleine traue ich mich das nicht ganz, okay? Ganz alleine das öffnen möchte ich nicht. Deswegen, wir machen es zusammen, aber ja. Oder jemand will mich pranken. Ich weiß es nicht, Leute. Was ist das? Vielleicht kriegen wir Antworten, wenn wir es öffnen. Jetzt seht ihr, wie groß eigentlich die Box ist, oder? Jetzt kann man es gut erkennen, jetzt wo ihr mich seht. Und die Box schon sehr groß, aber gar nicht so schwer. Also es hat schon ein bisschen an Gewicht, aber es ist nicht jetzt mega schwer. Aber was mir aufgefallen ist, Leute, was gerade ein bisschen gruselig ist. Also hier sind so Abnutzungsspuren, also es scheint keine neue Box zu sein. Aber ich weiß nicht, ob ihr das auch erkennen könnt. Oder bilde ich mir das nur ein? Hier oben sind Fingerabdrücke. Da, seht ihr das? Und die sind nicht von mir, Leute. Also warum sind da Handabdrücke? Könnt ihr das sehen? Wie 3 Finger. Aber vielleicht ist ja hier auch was Wertvolles drin oder so. Und deswegen ist es so gut gesichert. Keine Ahnung, kann ja natürlich auch sein. Aber ja, wieso sollte mir jemand was Wertvolles schenken? Weiß ich auch nicht so ganz. Okay, öffnen wir das mal. Alter, wie gut will ein Paket eingepackt sein? Aber vielleicht kriegen wir Antworten. Vielleicht ist es ja auch nicht für mich. Aber dann bin ich nicht schuld. Okay, es lag vor meiner Haustür. Ich kann da nichts dafür. Alter Schwede, gehen wir mal durch. Warum ist das so gut abgesichert? Ich habe Angst. Was ist das? Leute, ich sehe hier Stoff. Sieht ein bisschen aus wie ein Kleid oder so. Hier ist ein Brief. Leute. Wir haben hier eine riesige Puppe drin. Was ist das? Und Brief. Alter, die ist ja riesig. Nein, ich kann das nicht. Wer schenkt mir bitte so eine Puppe? Hier ist ein Brief irgendwie drin. Sollte ich den erstmal lesen? Was ist das? Aber Leute. Ist die so groß wie ich? No way. No way. Da ist sonst nichts mehr drin. Leute, wir schauen uns den Brief an. Was ist da? Hier steht was. Hier steht was, Leute. Da steht mein Name. Hey, hier sind einige Sachen durchgestrichen. Guck mal bitte, wie lang der Brief ist. Da steht sogar mein Name drauf. Aber hier unten steht nicht, von wem das ist. Hallo, wer schenkt mir einfach so eine gruselige Puppe? Wer tut das? Ich habe Angst, Mann. Vielleicht kriegen wir Antworten durch den Brief oder so, aber da steht mein Name und der ist auch noch richtig geschrieben, ja? Nicht falsch oder so. Hallo Rebecca, ich habe mitbekommen, dass du... Ey, nee, ne? Dass du Annabelle-Puppen hast
und dachte mir, ich gebe dir diese hier, denn ich weiß nicht, wohin mit der. Abgesehen davon, dass ich jetzt hier eine Annabelle-Puppe geschenkt bekommen habe. Woher weiß jemand, wo ich wohne? Das ist gruselig. Du kannst doch nicht einfach jemanden... Leute, das ist gruselig, Mann. Das ist nicht nur gruselig, sondern das ist auch gruselig. Auf jeden Fall, es geht noch weiter, Leute. Hier ist ein Megatext. Vielleicht kriegen wir ja noch Antworten. Keine Ahnung. Sie ist eine Raggedy Ann-Puppe. Und ich wusste nicht, dass Annabelle auch eine ist. Jetzt macht es vielleicht auch alles etwas mehr Sinn. Als ich sie bekommen habe, war anfangs noch alles normal. Sie war ein Geschenk und als ich klein war, habe ich immer mit ihr gespielt. Doch als ich älter wurde, halt nicht mehr und seitdem saß sie immer in der Ecke meines Zimmers. Es verging circa ein Jahr, seitdem ich nicht mehr mit ihr gespielt hatte. Und ab da gingen seltsame Dinge vor sich und es wird von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Und dann kommt man auf die Idee, mir sowas zu schenken? Alter, ich bin doch keine verfluchte Puppenanlaufstelle. Es ist jetzt schon so weit gekommen. Ich meine, abgesehen, dass es halt gruselig ist, dass jemand weiß, wo ich wohne. Aber ich hatte plötzlich das Gefühl, ich werde beobachtet von ihr. Was ich vorher nie hatte. Alter, jetzt fühle ich mich auch beobachtet. Das Gefühl war aber kein gutes. Ich konnte es aber nicht übers Herz bringen, sie wegzuwerfen. Sie war schließlich ein Geschenk. Mit der Zeit merkte ich aber, dass sie auch ihre Position veränderte. Erst war ihr Kopf geneigt, mal lag ihr, das ist irgendwie abgeschnitten, lag ihr Bein oder Arm anders. Doch dann fing sie an, wirklich an anderen Orten zu sein. Sie war sonst immer in derselben Ecke meines Zimmers. Alter, die beobachtet einen und bewegt sich? Nee, ich habe schon genug von sowas, Mann. Nee. Danach dachte ich mir, und die ist riesig, Leute, die ist so groß. So eine große Puppe habe ich noch nie gehabt. Und wie kommt man darauf, mir sowas zu schenken? Danach dachte ich mir, okay, ich bilde mir das nicht mehr ein. Ich glaube, sie ist böse auf mich, dass ich nicht mehr mit ihr spiele, aber ganz genau weiß ich das nicht. Ey, ich spiele jetzt nicht mit so einer Puppe, ne? Nachts geht auch mein Fernseher an und... Ey, es hört nicht auf, ne? Nachts geht auch mein Fernseher an und aus. Manchmal lässt er sich sogar gar nicht mehr ausstellen. Ja, nice! Schlaf ist so überbewertet. Mach mega laut den Fernseher an. Annabelle. Die dritte. Oder vierte? Wie viele Annabelles hatten wir jetzt? Ich höre auch, sobald ich im Badezimmer bin, ein Klopfen an der Wand. Und das genau an der Stelle, wo sie sich in meinem Zimmer befindet. Du musst wissen, mein Zimmer ist direkt neben dem Badezimmer. Nee, Leute, ich bin sprachlos. Nachts kann man Schritte auf der Treppe hören. Als würde jemand hoch und runter rennen. Alter, was passiert alles mit der Puppe hier? Was mich jetzt letztendlich dazu bewegte, sie wegzugeben, war, dass ich nun auch eine Stimme höre. Ich glaube, die kommt von ihr und die ist gar nicht freundlich. Sie macht mir Angst und ich weiß nicht, wohin mit ihr. Ich dachte, sie ist deswegen vielleicht bei dir besser aufgehoben. Ja, Leute, das war's. Kein Name, von wem es ist. Ich werde langsam zur verfluchten Puppenanlaufstelle. Entweder suchen mich die verfluchten Puppen auf oder jemand schenkt mir Puppen. Leute, was soll ich mit ihr machen? Keine Ahnung. Ich kann es auch niemandem zurückgeben, weil hier steht halt, wie gesagt, kein Name drauf. Auf der Box ist nichts, in der Box ist sonst nichts. Also ich kann sie nicht mehr zurückgeben, an wen auch immer. Es war wohl ein Geschenk. Die Person hat mit der gespielt und ja, es sind seltsame Sachen passiert. Sehr seltsame und die klingen echt gruselig. Ich habe auch Angst vor der, Mann. Ich sag immer wieder in meinen Videos, ich habe Angst vor Annabelle und jetzt kriege ich eine. Nee. Leute, so funktioniert das nicht. Mal das Gesicht. Leute, die Haare. Also Leute, was soll ich mit ihr machen? Wegwerfen? Behalten? Soll ich mir ein Geisterradio mal holen? Weil die Person sagte ja am Ende... man kann eine Stimme hören. Und sie soll nicht so freundlich sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Geisterradio, jemand hat mir auch letztens runtergeschrieben, wie das heißt, hole, vielleicht findet man da mehr raus. Ich meine, das benutzen ganz viele so Geisterjäger und so und Leute, die sich um paranormale Sachen kümmern. Ich meine, das wäre jetzt ein Grund, ne, mir sowas zu holen, aber ich weiß nicht, ob ich das machen will, Leute. Oder soll ich euch mitnehmen? Jetzt so ein paar Tage oder so und dokumentieren oder so, wie so ein Videotagebuch. Also die guckt so richtig voll rein in die Kamera, Leute. Die hat echt einen komischen Blick.
Irgendwie muss man da voll hingucken. Ich weiß nicht, Leute. Was ist euer Vorschlag? Schreibt es mir mal gerne. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da am besten. Ja, bei... Ich weiß nicht, ob ihr es schafft. 8000 Daumen nach oben, mache ich das? Dann nehme ich euch mit. Dann führe ich Videotagebuch und wir gucken mal, ob das, was die Person hier gesagt hat, auch bei mir passiert. Ansonsten, keine Ahnung. Ich versuche irgendwie loszuwerden. Ich weiß nicht, ob ich so eine große XXL verfluchte Puppe sonst haben möchte. Aber wer gibt mir so eine Puppe? Wer könnte dahinter stecken? Keine Ahnung. Also wie Game Master klingt das nicht, Leute. Ich weiß nicht, Mann. Die ist so groß. Die ist so riesig. Ich hatte noch nie in meinem Leben so eine riesige verfluchte Puppe. Vor allem so eine große. Aber jemand denkt ja, ich bin die perfekte Person dafür. Keine Ahnung. Leute, ihr könnt es entscheiden, aber lasst es mich unbedingt wissen. Und ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ja. Einfach bis dahin. Ich habe euch so lieb, aber wer hat mir diese Puppe hier geschenkt?